Stellt euch mal vor, also ihr seid für den Rest eures Lebens wirtschaftlich komplett ruiniert. Ja, absoluter Albtraum. Und das nicht mal, weil ihr irgendwie eine Firma vorsätzlich in den Sand gesetzt oder groß Steuern hinterzogen habt, ne? Sondern weil euer Angestellter an einem windigen Tag auf eurem Grundstück einfach gedankenlos ein paar Äste verbrannt hat. Einfach so, ja. Genau. Und zack, euer gesamtes Erspartes geht an die Löschhubschrauber der Feuerwehr. Und obendrauf müsst ihr noch die Familie des Verursachers ernähren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Land, das unsere europäische Vorstellung von so Recht und Eigenverantwortung mit einem einzigen Handstreich völlig auf den Kopf stellt. Willkommen im wahren, ungeschönten Uruguay, Leute. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Mattes Mate Missionen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind als euer virtuelles Redaktionsteam nämlich wieder tief in unsere Quellen eingetaucht. Heute nehmen wir uns die Berichte aus dem Juli 2018 vor. Genau, unsere Mission ist es ja quasi, diese harten, aber unfassbar lehrreichen Wahrheiten über das Leben dort herauszufiltern. Richtig. Aber bevor wir uns in das absolute Chaos von diesem Juli stürzen, lasst uns noch ganz kurz auf unsere letzte Analyse zurückblicken. Da ging es ja um den Juni 2018. Oh ja, das war auch so ein Monat. Wahnsinn, oder? Diese 30-stündige Flugodyssee von unseren Bloggern Gabi und Steffen über Rio. Und dann dieser völlig surreale Heißhunger auf deutsche Lebkuchen mitten im südamerikanischen Hochsommer. Da musste ich echt lachen. Und dann diese kompletten Geisterstädte, weil während der Fußballweltmeisterschaft das öffentliche Leben in Uruguay buchstäblich einfach aufgehört hat zu existieren. Ja, Wahnsinn. Aber ich werde auch dieses Bild von dem Schaf nicht vergessen, das wie so ein umgedrehter Käfer hilflos auf dem Rücken lag. Das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Wobei genau dieses kuriose Bild mit dem Schaf uns eigentlich perfekt vor Augen führt, warum wir diese Texte aus 2018 heute noch so akribisch studieren. Absolut, ja. Das ist eben kein Social-Media-Märchen, ne? Da ist kein Filter drüber gelegt, das ist kein Skript mit dramatischer Musik. Nee, das ist das pure Leben. Genau, das ist ein zeitloses Archiv. Diese ehrlichen und ja teils auch brutalen Tagebucheinträge sind wirklich die ultimative Blaupause, um den uruguayischen Alltag zu verstehen. Das kann man echt nicht oft genug betonen. Wir ziehen da wirklich den Hut vor Gabi und Steffen. Da gehört enorm viel Mut dazu, nicht nur diese schönen Sonnenuntergänge über der Pampa zu zeigen, sondern eben auch das Scheitern, den Schlamm, die Verzweiflung. Ja, total. Für alle, die das Land wirklich begreifen wollen, ist das pures Gold. Und es gilt natürlich auch für Mattes und seine Frau, die ihre Auswanderung ja ganz konkret für 2029 planen. Richtig. Solche Erfahrungsberichte sind besser als jeder Hochglanzratgeber. Also lass uns direkt in den Juli springen, und zwar auf die Weide. Gabi und Steffen hatten ja im Frühjahr 21 rein weiße Mutterschafe gekauft. Und plötzlich werfen die Lämmer, die rabenschwarz oder so wild gefleckt sind. Überraschung. Ja, total. Der Vorbesitzer muss also einen schwarzen Bock gehabt haben. Aber wie funktioniert das? Ein schwarzer Vater überschreibt doch nicht einfach so die Merkmale von 21 weißen Müttern, oder? Ja, das ist eigentlich ein hervorragendes Anschauungsmaterial für angewandte Genetik. Also auf dem globalen Wollmarkt wurde ja über Jahrhunderte vor allem die weiße Fellfarbe selektiert. Weil man die besser färben kann, oder? Ja, die lässt sich industriell viel leichter färben. Biologisch gesehen ist das Gen für weißes Fell bei Schafen in der Regel dominant. Das bedeutet, der Vorbesitzer hatte eine Herde, die optisch komplett makellos weiß aussah. Okay, aber der Schein trügt da offensichtlich. In der DNA trügt er gewaltig, ja. Einige dieser scheinbar weißen Mutterschafe trugen verdeckt das Gen für schwarze Wolle in sich, ein sogenanntes rezessives Gen. Ah, okay. Man sieht es nicht, aber es wird halt weiter vererbt und wenn jetzt ein schwarzer Bock, der genetisch bedingt 2 dieser rezessiven schwarzen Gene haben muss, um überhaupt schwarz zu sein, genau diese verdeckt gemischten Mutterschafe deckt, dann greifen einfach die Mendelschen Regeln. Da klingelt was aus dem Bio-Unterricht. Richtig. Plötzlich treffen 2 rezessive Gene für schwarze Wolle aufeinander. Das Resultat ist eine Herde, die aussieht, als hätte jemand den Farbkasten umgeworfen. Wahnsinn. Ihr Angestellter Daniel war jedenfalls völlig aus dem Häuschen, weil genau diese unberechenbaren Farbmischungen, die der Industrie früher echt ein Dorn im Auge waren, sind heute auf dem lokalen Markt extrem gefragt. Ja, verrückt eigentlich. Total. Handwerker und diese Nischenmärkte für naturbelassene Wolle zahlen dafür Höchstpreise. Durch diese unbewusste genetische Lotterie
haben Gabi und Steffen ihre Investitionen fast augenblicklich wieder reingeholt. Das ist natürlich die wirtschaftlich freudige Seite von so einer Tierzucht. Aber die Natur auf dem Campo, die verzeiht halt keine Fehler. Biologie lässt sich nicht immer mit einem glücklichen Zufall überlisten. Nee, leider nicht. Wir müssen da über die Geschichte von Phipps sprechen. Naja, das kleine Zwillingslamm, das war beim Lesen wirklich schwer zu verdauen. Die Mutter hatte Zwillinge zur Welt gebracht, aber nur das stärkere Lamm akzeptiert. Das kommt oft vor, ja. Das Schwächere wurde einfach weggestoßen. Gabi und Steffen haben dann total instinktiv gehandelt. Sie holten das Lamm ins Haus, legten es in die Badewanne auf so ein weiches Lager, haben ihm sogar Babywindeln angezogen. Irgendwie süß, ne? Ja, total. Die Haustiere Hündin Laika und Katze Mietz haben das Lamm regelrecht adoptiert und gewärmt. Phipps trank alle 3 Stunden brav aus der Flasche. Es schien wirklich alles gut zu werden. Und dennoch, am 10. Tag ist das Lamm völlig unerwartet gestorben. Wirklich traurig. Wieso verliert man so ein Tier, wenn es doch im Warmen liegt und kontinuierlich gefüttert wird? Weil hier unsere menschliche Fürsorge frontal mit der hochkomplexen Verdauungsbiologie von Wiederkäuern kollidiert. Auf so einer uruguayischen Farm fährst du nicht mal eben in den Fachhandel und kaufst spezielle Schafaufzuchtmilch. Das ist zu weit weg. Genau, sie mussten nehmen, was eben da war, und das war Kälbermilchpulver. Und Kälbermilch ist evolutionär und chemisch eben für Kuhkälber konzipiert, nicht für Schafe. Milch ist also nicht gleich Milch. Nicht mal ansatzweise. Schafsmilch ist extrem konzentriert. Die hatten fast doppelt so hohen Fett- und Proteingehalt wie Kuhmilch und eine völlig andere Struktur der Laktose. Okay, krass. Und ein neugeborenes Lamm hat ja noch keinen voll ausgebildeten Pansen. Die Milch fließt über einen Reflex direkt in den Lappmagen. Wenn dort nun Kuhmilchproteine ankommen, für die dieser Magen gar nicht die passenden Enzyme hat, stockt der ganze Prozess. Das heißt, die Milch staut sich da und beginnt dann zu gären. Genau das passiert. Es kommt zu einer massiven Füllgärung im Magen-Darm-Trakt. Das führt bei Lämmern zu rapiden Blähungen, ganz schweren Koliken und tödlichem Durchfall. Der Körper dehydriert rasend schnell. Ein Tier, das abends noch lebensfroh trinkt, kann durch diese unsichtbare chemische Reaktion am nächsten Morgen leider tot im Stall liegen. Puh, das macht einem echt brutal bewusst, wie schmal der Grat auf einer Farm ist. Du kannst Liebe, Wärme und Windeln investieren. Wenn die molekulare Zusammensetzung vom Futter nicht stimmt, verlierst du den Kampf gegen die Natur einfach. So hart das ist, ja. Und Phipps war ja nicht das einzige Opfer. Insgesamt sind in diesem nasskalten Juli 7 Lämmer gestorben, weil die Witterung den Neugeborenen so zugesetzt hat. Diese Schonungslosigkeit des Landes, die manifestiert sich aber nicht nur bei den Tieren. Auch bei der Infrastruktur merkt man das. Wenn du auf dem uruguayischen Campo ein technisches Problem hast, wird dir sehr schnell klar, dass du komplett auf dich allein gestellt bist. Oh Gott, ja. Das haben wir bei der großen Traktorreparatur gesehen. Wahnsinn. Der Motor von diesem Traktor, das ist ja ein Block, der gut und gerne mal über 500 Kilo wiegt. Der hat mitten auf dem feuchten Acker den Geist aufgegeben. Genau da, wo man ihn nicht wegbekommt. In Deutschland würdest du jetzt einfach den Abschleppdienst rufen. Da käme ein Spezialfahrzeug, lädt den Traktor auf und bringt ihn in so eine schöne, beheizte Halle. In Uruguay, da gibt's keinen Abschleppdienst, der über durchweichte Feldwege fährt. Also kam der Mechaniker direkt zum Problem. Mit nichts weiter als seinem Werkzeug und einem Flaschenzug, oder? Ja, er und 2 Helfer haben diesen gigantischen Motorblock unter freiem Himmel ausgebaut und auf dem Acker in seine feinsten Einzelteile zerlegt. 3 volle Tage lang. Mitten in der Natur. Das ist der Moment, wo mir echt sofort die Unterkunftschecks von Mattes und seiner Frau auf YouTube in den Sinn kommen. Ja, total. Wir haben ja da oft analysiert, wie penibel Frau Mattes bei der Grundstückssuche auf asphaltierte Straßen achtet. Viele Zuschauer hielten es vielleicht für so eine typisch europäische Überempfindlichkeit. Dass sie da zu anspruchsvoll ist. Genau, aber diese Traktorgeschichte liefert doch den ultimativen Beweis. Ein 500-Kilo-Motor auf dem Acker ist ein logistisches Abenteuer. Aber stell dir mal vor, auf genau diesem Schlammacker verletzt sich jemand lebensgefährlich. Wenn nicht mal ein Abschleppwagen dahin kommt, wie soll dann bitteschön ein Krankenwagen durch den Matsch navigieren? Das ist ein richtig guter Punkt. Infrastruktur ist da kein Maßstab für Komfort. Das ist ein existenzieller Überlebensfaktor.
Du bist gezwungen, völlig autark zu agieren? Und das erfordert eben diesen berühmten uruguayischen Pragmatismus. Du arbeitest mit den Mitteln, die da sind. Ein Ast, ein Flaschenzug, stoische Geduld. Die haben da im Schlamm die Kolben gereinigt und Filter getauscht. Dass der Motor am 3. Tag echt wieder lief, das ist von mich ein absoluter mechanischer Triumph. Wahnsinn, ja. Und dieser Pragmatismus, der findet sich auch echt in jedem Aspekt des Alltags. Auch bei den erfreulicheren Dingen. Gabi und Steffen hatten ja eine gewaltige Zitrusernte. Oh ja. Die verbrauchen jede Woche bestimmt 10 Kilo Orangen, Pampelmusen und Zitronen. Und um diese Masse vor dem Verderben zu retten, haben sie beschlossen, im großen Stil Zitronenlikör anzusetzen. Sehr gute Idee. Fand ich auch. Für so ein Vorhaben braucht man natürlich hochprozentigen reinen Alkohol, um diese ätherischen Öle aus den Schalen zu lösen. Und wo haben Sie den her? Den haben sie kurzerhand im nächsten Supermarkt, quasi direkt neben der Kasse, gekauft. 1 Liter Flasche 95-prozentigen Alkohol für umgerechnet etwa 3 Euro. Wahlweise kriegst du den auch an der Tankstelle. Ich musste das wirklich zweimal lesen. Bei uns läufst du für reinen Alkohol in die Apotheke, zahlst Unsummen und kriegst noch einen langen Vortrag vom Apotheker. Genau. Und in Uruguay nimmst du das an der Tanke neben den Kaugummis mit. Aber wie ist das rechtlich oder steuerlich überhaupt möglich, dass man reinsten Alkohol so billig ausschenkt? Das hängt stark mit der Struktur der uruguayischen Wirtschaft zusammen. Also, Uruguay hat eine staatliche Erdöl- und Zementgesellschaft. Die heißt ANCAP. Und die übt auch die Kontrolle über Alkohol für Industriezwecke aus. Da das Land eine enorme Produktion von Zuckerrohr und Getreide hat, wird Ethanol im Überfluss hergestellt. Okay, das heißt, es gibt einfach sehr viel davon. Genau. Und das Steuerrecht unterscheidet da strikt. Trinkbare Genussmittel, also fertige Spirituosen wie Gin oder Whisky, die werden extrem hoch besteuert. Aber dieser 95-prozentige Alkohol ist als landwirtschaftliches oder industrielles Grundprodukt deklariert. Aha, verstehe. Der gilt als Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel oder eben als Basis zum Einmachen von Lebensmitteln. Der Staat vertraut also einfach darauf, dass die Bürger das Zeug nicht am Wochenende pur auf Ex trinken. Ganz genau. Er fällt in eine völlig andere steuerliche Kategorie. Das ist kultureller Pragmatismus pur. Man stellt den Bauern ein billiges Werkzeug zur Verfügung, um ihre Ernten haltbar zu machen. Das ist wirklich ein faszinierendes Stück Kultur. Man mischt das einfach mit Früchten, etwas Zucker und Wasser, wartet 6 Wochen und man hat ein Getränk, das garantiert jeden Vitamin-C-Mangel und wahrscheinlich auch jede schlechte Laune sofort im Keim erstickt. Absolut. Wobei die Laune bei dem, was im Juli noch so passierte, schnell wieder auf die Probe gestellt wurde. Pragmatismus ist ja echt schön und gut bei Likör und kaputten Traktoren, aber wenn die Natur wirklich zuschlägt, hilft dir auch kein Flaschenzug mehr. Puh, ja, das Wetter. Der Juli beendete da eine lange Trockenphase mit einer gewaltigen Regenfront. Wir reden hier von 55 Litern Wasser pro Quadratmeter, die innerhalb von nur 5 Stunden vom Himmel fielen. Das ist massiv. Die knochentrockenen Böden auf dem Campo können solche Sturzbäche gar nicht aufnehmen. Der kleine Flusslauf an ihrem Grundstück schoss rasend schnell über die Ufer und wurde auf einmal 200 Meter breit. Unglaublich. Und es war ja nicht nur das Wasser. Mitten in diesem Unwetter gab es einen enormen Blitzeinschlag direkt in einen Eckpfosten vom Ziegenstall. Die Halterungen aus Plastik für den Weidezaun sind regelrecht explodiert. Krass. Die Wucht war so groß, dass im Nachbargebäude die Lampen aus der Decke flogen und der Stromverteiler durchbrannte. Aber warum explodiert Plastik bei einem Blitzeinschlag? Ich dachte immer, Plastik leitet nicht und schmilzt höchstens. Ja, das Plastik selbst leitet den Strom auch gar nicht. Das Problem hierbei ist das Holz des Eckpostens und die Nässe. Ein Blitzschlag bringt Temperaturen von bis zu 30.000 Grad Celsius mit sich. In Bruchteilen von Millisekunden. Und Wasser, das verdampft, dehnt sich schlagartig um das 1700-fache seines Volumens aus. Oh Gott, also eine richtige Explosion? Genau, es entsteht ein massiver Überdruck, buchstäblich eine Dampfexplosion im Pfosten. Das harte Plastik der Isolaturen, das ja ins Holz geschraubt ist, hält diesem plötzlichen Druck einfach nicht stand. Es schmilzt nicht, es zerspringt wie eine Granate. Die armen Ziegen. Die hatten riesiges Glück, dass sie das echt unverletzt überstanden haben. Und Gabi und Steffen. Die haben während des Gewitters einfach ganz ruhig die Hauptsicherung im Wohnhaus umgelegt, um die teuren Elektrogeräte zu schützen. Und sie verbuchten den explodierenden Stall und den tagelangen Stromausfall einfach unter dem Begriff Routine. Was wirklich eine bewundernswerte Resilienz zeigt.
Man lernt dort, Dinge zu akzeptieren, die man physisch nicht ändern kann. Doch es gibt da noch Gewalten in Uruguay, die weitaus zerstörerischer sind als so ein Blitzeinschlag. Da sprichst du was an? Und gegen die man sich eben nicht mit einer Hauptsicherung schützen kann. Ich spreche von diesem kleinen Notizeintrag aus dem Blogbeitrag vom 16. Juli. Oh ja. Da hat uns beim Durcharbeiten wirklich komplett sprachlos gemacht, ne? Es geht da um ein juristisches Update zu einem Großfeuer, das schon im März passiert war. Richtig. Ein Arbeiter hatte auf einer benachbarten Farm bei starkem Wind grob fahrlässig Äste verbrannt. Die Flammen gerieten außer Kontrolle und verursachten einen verheerenden Flächenbrand. Und der aktuelle Stand ist nun, der Arbeiter wurde zu einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten verurteilt. Ein Urteil, das wir im europäischen Rechtsraum wahrscheinlich sofort unterschreiben würden. Wer durch grobe Fahrlässigkeit massiven Schaden anrichtet, der trägt die juristische und finanzielle Verantwortung. Aber das uruguayische Zivilrecht zieht hier völlig andere Seiten auf. Der Arbeitgeber, also der Farmer, auf dessen Land das Feuer ausbrach, wurde vom Gericht verurteilt, sämtliche entstandenen Kosten zu tragen. Und das ist wirklich keine kleine Summe. Eben. Er muss die Einsätze der Löschhubschrauber bezahlen. Er zahlt den Einsatz der Feuerwehr, der Polizei. Er muss jeden verbrannten Zaunpfeil und jede geschmolzene Stromleitung seiner Nachbarn ersetzen. Und jetzt kommt das Schlimmste. Ja, die Krönung. Der Farmer ist gesetzlich verpflichtet, die Familie des inhaftierten Arbeiters zu versorgen, solange dieser seine Strafe im Gefängnis absitzt. Das ist so unfassbar. Da es auf dem Campo ja keine umfassenden Haftpflichtversicherungen gibt, die solche apokalyptischen Schadenssummen decken, wird dieser Farmer den Rest seines Lebens damit zubringen, diese Schulden abzustottern. Er ist wirtschaftlich komplett ruiniert. Ich versuche da echt die Logik dahinter zu verstehen. Der Farmer hat das Feuer ja nicht gelegt. Er hat das Streichholz nicht angezündet. Wieso schützt ihn das Gesetz da nicht? Bei uns würde doch der Verursacher mit seinem Privatvermögen haften oder in die Privatinsolvenz gehen. Um dieses Urteil zu begreifen, musst du dir den Landbesitz in Südamerika so ein bisschen wie die Position eines Kapitäns auf einem Schiff vorstellen. Okay. In Europa sind wir es ja gewohnt, dass sich Unternehmer hinter einer juristischen Person, also einer GmbH zum Beispiel, verstecken können, um ihr privates Vermögen abzuschirmen. Das uruguayische Agrarrecht agiert hier aber oft nach dem Prinzip der verschuldensunabhängigen Gefährdungshaftung. Das heißt, der Farmer haftet also allein durch die Tatsache, dass er der Eigentümer ist? Exakt. Das Gesetz betrachtet den Angestellten in diesem Moment nicht als eigenständiges, vollhaftbares Individuum, sondern quasi als bloße Verlängerung des Werkzeugkastens des Eigentümers. Krasser Vergleich. Ist aber so, wenn dein Matrose aus Dunsheib einen Container über Bord wirft, verklagt der Hafen nicht den Matrosen, der ohnehin kein Geld hat. Das Gesetz wendet sich direkt an den Kapitän und sein Schiff. Du bist der Landbesitzer, du bist der Arbeitgeber, du profitierst von der Arbeit. Im Gegenzug trägst du halt das absolute, ungedeckelte Risiko für jeden fatalen Fehler, der von deinem Territorium ausgeht. Was für ein monumentaler Weckruf für jeden, der diese romantischen Vorstellungen vom Leben als Farmbesitzer hat. Wir diskutieren ja oft über die unglaubliche Freiheit in Südamerika. Aber für Mattes, für seine Frau und eigentlich für jeden Hörer, der mit dem Gedanken spielt, dort Land zu kaufen, das ist die wichtigste Lektion überhaupt. Absolut. Ein unachtsamer Moment eines Mitarbeiters, den du in dem Moment nicht mal überwachen kannst, der reicht aus, um dir alles zu nehmen. Ja. Wenn wir all diese Aufzeichnungen aus dem Juli 2018 zusammenlegen, zeichnet sich echt ein Bild, das extrem faszinierend, aber eben auch total respekteinflößend ist. Wir haben die Genetik gesehen, die aus weißen Schafen plötzlich schwarzes Gold macht. Wir haben verstanden, warum ein neugeborenes Lamm trotz liebevoller Pflege stirbt, weil dieses Kuhmilchpulver im Magen toxisch gärt. Wir haben die schlammige Meisterleistung bewundert, einen 500-Kilo-Motor ohne Werkstatt zu zerlegen. Und wir haben gelernt, warum die Tankstelle der beste Ort für reinen Alkohol ist. Und wir haben gesehen, wie das Wasser in einem Holzpfosten verdampft und Plastik zum Explodieren bringt. Ein Naturschauspiel, das man dort draußen mit einem simplen Schulterzucken hinnimmt, während ein unsichtbares Rechtssystem Existenzen komplett auslöschen kann. Gabi und Steffen navigieren dadurch diese wilde Mischung aus Biologie, Mechanik und Jurisprudenz mit einer echt unerschütterlichen Ruhe. Das stimmt. Und jetzt richten wir die Frage direkt an euch da draußen. Wie hättet ihr reagiert? Hättet ihr bei einem Blitzeinschlag, der eure Stromversorgung sprengt, auch ganz ruhig, nur die Sicherung umgelegt? Und was sagt ihr zu dieser unerbittlichen Haftung als Arbeitgeber? Schreibt uns das unbedingt in die Kommentare. Eure Gedanken dazu interessieren uns brennend. Genau, lasst von euch hören.
Und der Blick in unser Archiv hält noch einige Überraschungen bereit, das kann ich euch sagen. Oh ja. In unserer nächsten Analyse schauen wir uns den August 2018 an. Und so viel dürfen wir schon aus der Vorschau verraten. Die Schafherde wird Gabi und Steffen physisch absolut an ihr Limit treiben. Oh je. Es stehen massive neue Bauprojekte auf dem Plan, die alles abverlangen. Und mitten in diesem ganzen rauen Chaos geschieht ein kleines, leises Wunder. Die Mantelbäume beginnen zu blühen. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Da freue ich mich schon drauf. Aber bevor wir uns für heute verabschieden, möchte ich euch noch einen kurzen Gedanken mitgeben. Wenn wir in Europa von einem Leben in Südamerika träumen, stellen wir uns oft die vollkommene Freiheit vor, ne? Das Ausbrechen aus den engen, überregulierten Strukturen unserer Heimat. Ja, das ist oft das Motiv. Der europäischen Bürokratie komplett ablegt. Das ist wahr. Man steht nackt im Sturm. Man trägt das absolute Risiko für das Überleben seiner Tiere, für die Funktion seiner Maschinen und für jeden einzelnen Fehler seines Personals zu 100% auf den eigenen Schultern. Sind wir wirklich bereit für dieses Maß an ungeschminkter Eigenverantwortung? Das ist eine sehr gute Frage zum Schluss. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.